Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Wir haben heute den dritten Advent. Insofern wünsche ich euch erstmal einen schönen, gemütlichen dritten Advent, wenn ihr das Video heute schaut. Und ich öffne mit euch an jedem Adventstag sozusagen und die Tage dazwischen die Adventsbox von Tini Schnickschnack mit euch zusammen. Und heute kommt das vierte Türchen. Warum vierte Türchen? Wir haben doch den dritten Advent. Ja, wir haben einmal Nikolaus dazwischen gehabt und da gab es auch etwas. Wenn ihr das verpasst habt und wollt noch mal wissen, was gab es denn am Nikolaus, in der Videobeschreibung oder auch hier oben verlinke ich euch das Unboxing vom Nikolaus. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch dann alle Unboxings anschauen. Okay. Dritter Advent, was haben wir drin? Es ist flach. Was haben wir? Viertes Türchen. Wir haben, oh nein, haben wir einen Handyhalter? Ist das ein Handyhalter oder nur ein Aufsteller? Oh, wenn das ein Handyhalter ist, das würde ich jetzt mega finden, weil ich da nämlich auch schon immer dran rumgeschlichen bin, an diesen kleinen Handyhaltern, die Tini im Shop hat. Jetzt bin ich ja gespannt. Wie funktioniert das? Einfach dann hier so zwischen. Das sieht aus wie ein Handyhalter. Oh, ich freue mich. Toolkit. Ein helles Rosa. Wir haben hier nochmal die Anleitung. Okay, wir haben hier die Anleitung, wie man paintet. Okay, das ist nett. Ich hätte mir jetzt eher gewünscht, dass man hier kurz mal aufschreibt, aber eigentlich ist das ja auch selbsterklärend. Also wir haben hier eine schmale Seite und eine breite Seite. Kann man das hier nochmal abziehen? Nee, sieht nicht so aus. Und dann schätze ich mal, wird das hier so reingesteckt, was im Moment... Eigentlich will ich das erst painten. Okay, ja, es passt rein. Okay. Na, kann ich doch machen. So. Okay, das war die falsche Seite, wie ihr seht. Das ist auch die falsche Seite. Ich bin einfach zu blöd. Okay, dann müssen wir es einfach von hinten machen. Entschuldigt bitte, wie gesagt, daran erkennt man, dass ich noch keinen Handyhalter habe. Mega! So, jetzt habe ich natürlich kein Handy hier, um das auszuprobieren. Ich habe aber einen Notizblock. Ha! Mega! Also das ist auch recht hoch hier. Das Heft, würde ich mal sagen, ist ein bisschen niedriger als ein Handy. Mega! Da freue ich mich richtig was. Wenn ihr natürlich schon alle diese Sachen habt, ja, dann weiß ich nicht, ob das nochmal was für euch ist. Wobei hier dieses Weihnachtsmotiv habe ich sonst auch noch nie gesehen als Handyhalter. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Man sieht die Eulen, selbst die Katze. Ich hätte gerne diese weiße Katze nochmal gehabt, diese Winkelkatze. Aber die ist leider ausverkauft. Und jetzt gibt es im Moment die Eulen bei Tini. Und auch woanders habe ich bisher nur die Eulen gesehen und nicht... Ja, und dieses Weihnachtsmotiv schon mal gar nicht. Also das finde ich mega. Wir haben hier nicht nur Strasssteine. Wir haben, wie ihr seht, hier weiße Steine. Sind das ABs? Nee, die glitzern einfach nur. Also weiße, normale, weiße 5200. Sie haben nur Nummern, ist klar, also keine DMC-Nummer. Hier haben wir so ein dunkles, dunkelgelb. Größere weiße Runde. Nochmal hier so in Creme. Sondersteine, schwarze Sondersteine. Und dann haben wir nochmal ganz normale runde Steine in grün, braun und in gelb. Also das finde ich mega. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall painten werde jetzt noch. Ihr werdet es dann im Anschluss noch sehen. Da werde ich es euch einblenden. Oder hier, weiß ich noch nicht genau. Je nachdem, wie weit ich und schnell ich bin. Das finde ich mega. Da freue ich mich riesig. Da freue ich mich wirklich riesig. So, ich habe es fertig gepaintet und ihr könnt sehen, dass noch viele Restesteine übrig sind. Von allen sind noch welche da.
Also, obwohl die Zahl nicht durchgängig war, von 1 bis 10, sondern 1, 2, 3 und dann ging es plötzlich mit 5 und 7 weiter. Genau, ist der Handyhalter fertig geworden und ich freue mich riesig. Super, Tini. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben den 3. Advent. Ich wünsche euch einen schönen 3. gemütlichen Advent. Bis zum nächsten Unboxing, zum 4. Advent. Und dann haben wir noch ein Unboxing zum Heiligabend am 24.12. Bleibt also dran, stay tuned und genießt euer Diamond Painting. Bis dahin, tschüss.